An erster Stelle stand eine Selbstermächtigung, eine Inanspruchnahme eines Raumes. Und das haben die Studenten sehr konsequent gemacht und waren da auch sehr erfolgreich. Und das war auch der erste Move an dieser Universität. Das wurde an der Universität gerne mal anders erzählt. Da wurden die großen Professoren genannt, Herr Jorke und andere, die dann die Akademische Arbeitsgemeinschaft zur neuen Universität im Dezember gegründet haben und den Rektor gestürzt haben. Aber die ersten, die an der Universität angefangen haben, Demokratie zu üben und sich auch durchzusetzen mit ihren demokratischen Wurzeln, das waren Studenten. Das ist oftmals in der Vergangenheit dann von Universitätsseite vergessen worden. Man hat lieber die andere Geschichte gepflegt, aber das waren die Studenten, die aktiv waren erstmal. Und danach kam das Jahr 1990, dieser Umbruch, wo die Studenten ganz viele Fragen hineingerieten. Einmal war das eine große soziale Frage, weil wir hatten DDR ein Stipendienwesen und wir wussten nicht, wie es weitergeht. Wie ist das BAföG-System, kommt das, wie geht es weiter? Es gab also gerade im Sommer dann auch große Demonstrationen, auch in Berlin, auch von Nina organisiert, wo wir dieses Sozialproblem der Studenten artikuliert haben. Und dann kam es im Herbst 1990 zu diesen sogenannten Abwicklungen. Das heißt, die Länder war es freigestellt, welche akademischen und wissenschaftlichen Einrichtungen sie in ihre Landeshoheit übernehmen. Und wenn sie es nicht gemacht haben, waren diese anderen Einheiten automatisch aufgelöst. Das heißt, wir haben an der Universität die Situation gehabt, dass einige Fakultäten vom Land übernommen worden sind. Oder das heißt, damals nochmal, es waren Sektionen, die umgewandelt worden sind dann in Fakultäten oder zusammengeführt worden sind auch in Fakultäten und andere Bereiche eben nicht, insbesondere Wirtschaft, Jura und einige geisteswissenschaftliche Bereiche und es gab einen heftigen Streit darum. Wieso gibt es Unterschied zwischen den Geisteswissenschaften und den Naturwissenschaften, die gewissermaßen ungefährdet übernommen werden sollten? Und gerade die Studenten aus dem geisteswissenschaftlichen Bereich haben sich natürlich die Frage gestellt, wie geht es mit uns weiter? Wie können wir unsere Abschlüsse schaffen? Wie können wir unser Studium beenden? Also gerade dieser freie, offene Raum, die Giftschränke waren geöffnet gewesen, gerade man konnte sich gerade groß entfalten, aber was kann ich mit dieser Entfaltung anfangen, wenn ich nicht weiß, ob ich an dieser Universität bleiben kann? Wir haben als Studenten damals, ich war damals Studentenratsvorsitzender, und einen ganz radikalen Vorschlag gemacht. Wir haben dann gesagt, wenn ihr schon abwickeln wollt, dann müsst ihr die gesamte Universität abwickeln und neu aufbauen. Weil wir machen diese Unterscheidung zwischen diesen einzelnen Fakultäten und Sektionen nicht mit. Im Nachhinein, sage ich auch mal, haben wir damit auch recht gehabt. Das Reformhaus ist entstanden, ganz konkret die Idee am 9. Oktober, nach diesen Erzählungen, die ich berichtet hatte von den Briefaktionen, von diesen ersten Diskussionen an der Universität, wo wir uns in der Goethe-Gedenkstätte hier oben im Fürstengraben versammelt hatten. 9. Oktober, es war der Tag, wo wir von der Gewalt in Dresden gehört hatten, von der Gewalt in Berlin gehört hatten, wo wir nicht wussten, wie es in Leipzig gerade aussieht, wo wir Angst hatten. Also es gab eine hysterische Stimmung. Also Leute haben gesagt, draußen steht gerade hier, das ist die Stasi oder die Polizei, und wenn wir rausgehen, werden wir alle weggefangen. Ja, und also es gab eine ganz explosive Stimmung in diesem Raum, waren vielleicht 30, 40 Leute da. Und dann haben wir gesagt, ja, wir brauchen jetzt den Kanal, wo sich alle Leute an der Universität, an die Studenten artikulieren können. Das kann nur eine gemeinsame Versammlung sein. Und deswegen haben wir gesagt, wir machen jetzt diese Versammlung der Studenten, die dann im Reformhaus hieß. 2, 3 Tage später kam der Begriff Reformhaus für diese Versammlung zustande. Wir wollten die erste im Naturmensa machen. Wir haben das mehr oder weniger überfallmäßig bei der Universitätsleitung da durchgesetzt. Das wurde uns dann wieder entzogen, der Raum. Und dann sind wir nochmal bei der Parteileitung aufgeschlagen und haben gesagt, ihr habt jetzt die Wahl, entweder wir kriegen jetzt einen Raum bei euch, Mensa oder Aula, oder die Studenten sind auf der Straße, auf dem Marktplatz, wir versammeln uns auf dem Marktplatz. Und da hat die Universitätsleitung Angst bekommen und uns diesen Raum gegeben. Und das war dieser Moment, das war dieser Raum am 19. Oktober, voll, es waren mehrere hundert Studenten, also die Leute haben sich hier gedrängt, also es gibt ja, ich glaube, 300 Sitzplätze, da waren noch bestimmt 200 Leute mehr drin, es gab im Dachbau, im Hörsaal gab es eine Live-Übertragung über Fernseher und man hat gesagt, so, wir sitzen jetzt hier. Dieser Abend war ganz grob nur vorbereitet, wir hatten Psychologiestudenten bei uns, die uns so kleine Tipps gegeben haben, wie Gesprächsführung funktionieren könnte. Aber es war eigentlich unvorbereitet. Es gab nur grobe Vorstellungen, wir machen die Arbeitsgruppen zu den Themen. Eine war eben Demokratische Universität, andere war eben die Frage, wie verhalten wir uns mit
Verhaltensnormen unter Ständenvertretungen, andere ging es um Giftschränke an der Universität und Perestroika-Literatur. Eine Arbeitsgruppe wurde spontan gebildet, weil Egon Krenz gerade an die Macht gekommen ist. Und da wurde ein ganz scharfer Brief hier artikuliert und formuliert, am Ende auch verabschiedet, wo Herr Krenz hinterfragt worden ist. Und begonnen hat das mit einem sehr schönen Ereignis für mich im Nachhinein. Der Parteisekretär der Universität wollte unbedingt sprechen in dem Raum zu uns. Und es wurde abgestimmt, ob er sprechen darf. Und ich glaube, das war das erste Mal, dass abgestimmt worden ist, ob der Parteisekretär überhaupt das Wort ergreifen darf. Er durfte dann reden, es gab eine knappe Mehrheit dafür, ich habe dagegen gestimmt, aber das sind so diese Indizien, wo man sagt, auf einmal ist da ein Schalter umgeschaltet worden. Das war so ein Kipppunkt. Und ab diesem Zeitpunkt ließ sich das nicht mehr zurückdrehen, auch auf studentischer Seite der Universität nicht. Ich würde mir wünschen, dass dieses Erleben damals nicht aus der Erinnerung verschwindet. Weder aus dieser offiziellen Erinnerung der Universität, die ja immer verkürzender wird, auch über diese Zeit, noch aus diesem Alltag und des Alltagsgedächtnisses, des kulturellen Gedächtnisses insgesamt. Ich glaube, diese Erfahrung eines Umbruches, dass etwas zusammenbrechen kann, aber daraus etwas ganz Neues entstehen kann. Das ist so eine reiche Erfahrung meiner Generation, die weitergegeben werden soll, weil das ganz große Hoffnung auslösen kann, dass man etwas verändern kann, dass man etwas ganz radikal umstülpen kann. Und diese Hoffnung zu transportieren, das wäre, glaube ich, was ganz Großartiges, was auch vielleicht dieses Zentrum mitmachen kann, dieses Neue.